Hallo, mein lieber Steinbock, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Steinbock, heute starten wir mit den Jahreslegungen. Das heißt, wir schauen uns heute dein Jahr 2025 an. Ich wünsche dir alles Gute zum neuen Jahr. Ich hoffe, du kannst mit deinen Liebsten feiern und natürlich, dass all deine Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen. Lieber Steinbock, bitte denk daran, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Also biege nichts zurecht, sondern hör auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Ja, lieber Steinbock, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. Lieber Steinbock, dein Jahr 2025. Wo darfst du hinschauen? Was darfst du dir vielleicht zu Herzen nehmen? Lieber Steinbock, was ist wichtig für dich? Lieber Steinbock, was ist wichtig für dich? Für dein neues Jahr 2025. Lieber Steinbock, wir haben 6 des Handelns. Lieber Steinbock, was für eine wunderbare Erfahrung für dich. Dein Projekt ist ein voller Erfolg und bringt dir Preise, Beförderungen oder andere Formen der Anerkennung für deine Bemühungen. Gut gemacht. Falls jemand, der dir helfen kann, seine Unterstützung anbietet, sei versichert, dass der Betreffende vom Himmel gesandt ist und nimm seine Hilfe bereitwillig an. Lieber Steinbock, ich sehe, dass dir etwas im neuen Jahr gelingen wird. Es kann sein, dass es ein Projekt ist oder ein Thema, wo du schon länger im Fokus hast. Und ich sehe, dass hier wie eine Art Abschluss kommt und dass dir wie etwas gelingt. Es fühlt sich an, als würdest du eine Schwelle endlich erreichen oder du kommst über eine Schwelle oder du schaffst es, eine Hürde zu meistern, an der du schon länger wie feststeckst. Ich sehe auch, dass hier Chancen kommen könnten, vielleicht auch in Form von Unterstützung. Das kann auch ein Buch sein, ein Podcast, es können Menschen sein. Und hier ist es einfach wichtig, dass du diese Chancen, die dich eben unterstützen, dass du sie wahrnimmst. Du musst nicht alles alleine machen, lieber Steinbock. Denk daran, du musst nicht alles alleine machen. Vor allem Steinbock, die im Dezember geboren sind, neigen dazu, dass sie alles alleine machen wollen. Januargeborene zwar auch, erfahrungsgemäß, aber du musst nicht alles alleine machen. Also ich sehe, dass deine Bemühungen, deine Zeit, die du investierst in ein Thema, dass es sich lohnt, also dass du Früchte ernten kannst, wenn du diese Chancen auch erkennst. Also sehr gute Energie. Schauen wir mal weiter, lieber Steinbock. Was gibt es sonst noch zu wissen? Wir haben, ja, ist lustig, wir haben sich über ein Hindernis erheben. Ja, es ist, als würde sich ein Knoten lösen. Als würde sich etwas lösen. Oder vielleicht hat sich das Leben so angefühlt, als wärst du in eine Sackgasse und jetzt verschwindet diese Sackgasse. Also ich sehe, dass sich im neuen Jahr etwas ganz Großes löst. Du bekommst wie einen klareren Blick. Vielleicht siehst du auch Lösungen oder vielleicht siehst du plötzlich, warum du feststeckst oder es nicht vorankam. Als würdest du etwas verstehen. Wir haben hier auch so ein bisschen die Energie der Angst, die du lösen kannst. Vielleicht ist auch irgendwie Mindset-technisch, war da etwas, was sich wie zurückgehalten hat. Und jetzt kannst du dich wie davon befreien. Auch die Energie der Befreiung liegt hier. Also sehr, sehr schön. Wir haben hier auch noch den Flussgeist auf zu neuen Abenteuern. Ich sehe auch, dass sobald du dieses Hindernis gemeistert hast, wird sich das anfühlen, als würde ein Stein von deinem Herzen fallen. Du fühlst dich wirklich, als könntest du wieder atmen.
Es ist, als hättest du lange die Luft angehalten bei irgendeinem Thema. Bei irgendeinem Thema hast du unbewusst die Luft angehalten und jetzt kommt wieder der Befreiungsschlag. Aber du musst offen sein für Chancen und auch um Unterstützung anzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, lieber Steinbock. Also sehr, sehr gut, fühlt sich auch sehr, sehr nach Wachstum an. Ja, das Jahr 2025 fühlt sich nach neuen Erkenntnissen und Wachstum an. Ich glaube, du fühlst es vielleicht auch schon, dass da was am Kommen ist. Schauen wir mal, deine Hauptenergie im Jahr 2025. Welches Hauptthema begleitet dich? Oder welches Hauptthema möchtest du anstreben? Welche Hauptenergie liegt da für dein Jahr 2025, lieber Steinbock? Wir haben gleich 3 Karten. Wir haben Ritter der Münzen, also wirklich das Vorangehen, aber eher langsam, aber beständig. Es ist okay, wenn es nicht so schnell vorwärts geht, aber es geht vorwärts. Dafür beständig. Ich sehe aber auch, dass hier vor allem mit 5 der Stäbe und 8 der Münzen, ich sehe, dass du bereit bist, wie soll ich sagen, du bist bereit, den Weg zu gehen. Und wenn Hindernisse kommen oder Steine dir in den Weg gelegt werden, lässt du dich nicht davon abhalten. Du entfernst diese Hindernisse oder diese Steine. Es kann sein, dass vielleicht auch außenstehende Personen dich manchmal etwas irritieren oder dich wie daran hindern wollen, weil sie den Weg nicht verstehen, den du gehst oder den du gehen möchtest. Ich sehe, dass hier ab und zu wie eine Art Widerstand kommen könnte, der dich immer wieder im Jahr begleitet, aber du wirst, egal was für ein Widerstand, egal ob das ein persönlicher Widerstand ist oder ein Widerstand von außen, du wirst ihn lösen, weil wir haben hier 8 der Münzen. Also du bist richtig bereit, den Weg zu gehen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist eine Art Kampfmodus, aber nicht bösartig oder so, sondern liebevoll. Du bist wirklich engagiert, also sehr motiviert, auch an etwas zu arbeiten. Und wenn sich dir irgendein Hindernis zeigt, schaust du auch hin. Und hier könnte eben ab und zu was hochkommen. Schauen wir mal, warum der Ritter der Münzen? Steinbock, warum Ritter der Münzen? Ja, ich sehe auch, dass du gewisse Glaubenssätze, oder es ist eine Art unsichtbare Kette, die dich festhält, dass du sie Stück für Stück löst und deine eigene Basis findest. Es können auch finanzielle Themen sein oder auch das Thema Abhängigkeiten, Abhängigkeit von Glaubenssätzen, von Menschen. Also ich sehe, dass du wie deinen eigenen fruchtbaren Boden erschaffst, aber langsam. Ganz, ganz wichtig, lieber Steinbock, nicht von heute auf morgen. Das passiert das ganze Jahr über. Warum 5 der Stäbe? Ja, ich sehe schon, dass diese Hindernisse oder diese Konflikte, die ab und zu kommen, dich zweifeln lassen und dass du vielleicht unsicher bist, ob das das Richtige ist. Es kann auch sein, dass das Universum dir ab und zu auch Dinge zeigt in Form von Aufrütteln, damit du erwachst, damit du klarer siehst, damit die Hindernisse bewusster werden. Ich sehe aber auch, dass du Mühe hast, Hilfe anzunehmen oder ab und zu Mühe hast, die Richtung etwas zu ändern. Sei da unbedingt offen. Sei offen auch für kleine Umwege. Also nicht stur an einem Weg klammern, also keinen Tunnelblick haben, sondern bleib einfach mal offen, aber lass dich nicht vom Weg abbringen. Das heißt nicht gleich Ja und Amen sagen,
aber auch nicht stur auf einen Weg verharren. Schauen wir mal, Achter Münze, weil ab und zu wirst du das Gefühl haben, warum fühlt es sich so schwer an? Du wirst solche Momente noch haben. Warum klappt es einfach nicht? Warum zerbricht es? Aber es zerbricht nur, weil das Universum dir etwas zeigen möchte. Vielleicht fehlt irgendwo noch auch eine Art Horizonterweiterung oder vielleicht musst du einen kleinen Umweg machen. Sei darum offen, dass du diesen Konflikt nicht fühlen musst. Also bleib da wirklich ganz, ganz fest offen. Schauen wir mal, Achter Münzen, Steinbock. Ja, Justice. Ich sehe, dass du ganz stark am Gleichgewicht arbeitest. Gleichgewicht bezüglich Finanzen, Gleichgewicht Privatleben, Liebesleben oder Liebesleben, Arbeitswelt. Vielleicht baust du auch nebenbei etwas auf, eine Selbstständigkeit. Ich sehe, dass du allem gerecht werden möchtest und dass du sehr hohe Ambitionen hast. Was du jetzt sagst, du hast keine Ambitionen, werden sie sich dir eigentlich zeigen. Und du darfst hohe Ambitionen haben, weil ich sehe, dass du das Gleichgewicht halten kannst. Also hier kommen auch ganz wichtige Entscheidungen auf dich zu. Könnte eventuell auch das Thema Vertragsauflösung gehen. Vielleicht arbeitest du an etwas und dein Ziel ist es, vielleicht den Job zu wechseln oder zu kündigen. Falls ja, sehe ich, dass das in 2025 Form annimmt. Oder vielleicht möchtest du dich von irgendetwas lösen. Also egal, was es ist, ich sehe, dass es ins Tun geht, dass es Form annimmt. Was ist denn dein allergrößtes Hindernis im neuen Jahr, was immer wieder mal hochkommt, lieber Steinbock? Deine größte Blockade im neuen Jahr. Deine größte Blockade. Die Kraft-Löwe-Energie, so ein bisschen du selbst zu sein. Bleib dir treu. Ganz, ganz wichtig, bleib dir treu und habe keine Angst, große Chancen anzunehmen. Wir haben hier 8 der Stäbe, 2 der Münzen und Ass der Münzen als Hindernis. Also ich sehe, dass hier sehr viele Zeichen kommen und Chancen, die du aber nicht siehst. Das deutet darauf hin, dass du ab und zu ein bisschen in diesen Tunnel hast. Auch ein bisschen mehr fühlen, nicht nur denken, sondern fühl auch wirklich in dich hinein. Nimm deine innere Stimme wahr. Vertrau ein bisschen mehr deiner Intuition. Ich sehe auch, dass es wichtig ist, dass du auch zwischen den Zeilen liest. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme irgendwie wahr, jemand lächelt dir ins Gesicht, aber meint etwas anderes. Nimm dein erstes Gefühl wahr. Hier kommen ganz viele Zeichen auf dich zu und ich sehe auch, dass du ab und zu das Gefühl hast, dass du nicht alles unter einen Hut kriegst. Kriegst du aber. Du kriegst alles unter einen Hut. Also du schaffst alles, du kannst Multitasking. Obwohl du ab und zu zweifelst. Löse dich von diesem Glaubenssatz, dass du das nicht kannst. Du kannst es nämlich. Ich sehe auch, dass hier eine Chance auf dich zukommt, aber du hast wieder das Gefühl, du bist zu wenig gut dafür. Oder du nimmst es nicht als Chance wahr. Das kann eine Begegnung sein, das kann auch eine Idee sein oder eine berufliche Chance. Aber es ist, als würdest du entweder diese Chance nicht wahrnehmen oder du hast das Gefühl, du bist zu wenig gut dafür und wie Ausreden finden. Schauen wir mal, 8 der Stäbe als Hindernis, Steinbock. Ja, ich sehe so leichte Selbstsabotage und dass du vielleicht dieses Zeichen oder deinem Gefühl nicht vertraust und das könnte dann wie eine Art Stagnation auslösen. Also hier ist es wichtig, dass du Sabotagen erkennst und hier haben wir wieder ich sehe wieder dieses Gesicht, eine Maske tragen. Ich sehe auch, dass jemand eine Maske trägt und
du das eigentlich siehst und erkennst, aber du es nicht wahrhaben möchtest. Das kann jemand aus deinem Umfeld sein. Entschuldigt, ich bin etwas erkältet. Das kann jemand aus deinem Umfeld sein, dass jemand wie etwas verbirgt, nicht zeigen möchte. Und hier darfst du wirklich deinem Gefühl vertrauen. Wenn du das Gefühl hast, diese Person ist nicht authentisch, dann wird es so sein. Wenn du das instinktiv so fühlst, dann vertrau darauf. Weil ich habe das Gefühl, es werden dir mehrere solche Menschen begegnen, die eine Maske tragen. 2 der Münzen. 6 der Kelche. Eventuell könnte ein Vergangenheitsthema oder eine Vergangenheitsperson ab und zu wieder hochkommen, aber ich sehe, dass dieses Thema dich eher blockiert oder dass dieses Thema dich so ein bisschen ins Schwanken bringt. Und ich nehme hier einfach wahr, bleib dir treu. Bleib dir treu. Auch wenn es um Vergangenheitsthemen geht oder Vergangenheitssituation, Vergangenheitsperson, bleib dir treu. Vor allem, wenn du in der Vergangenheit, wenn du in dieser Situation so ein bisschen wie dich selbst verloren hast, kann sein, dass eine Art Trigger kommt oder vielleicht möchte sich was wiederholen oder es erinnert dich daran, bleib dir einfach treu und da musst du keine Angst haben. Also du kannst alles bewältigen. Es wird sich nicht wiederholen, wenn du dir treu bleibst. Schauen wir mal, Ass der Münzen. Diese Chance als Hindernis. Ja, du bist dir gar nicht sicher. Du hast das Gefühl, ich sehe sogar, dass du eher das Gefühl hast, es blockiert deinen Weg. Oh mein Gott, lieber Steinbock, das ist eine riesige Chance. Das ist eine ganz, ganz große Chance. Wow. Ui, du nimmst es gar nicht wahr als Chance. Also wir haben hier Ass der Kelche, 9 der Stäbe, 4 der Kelche und der Gehängte. Also falls du Single bist und auf der Suche nach Liebe, könnte hier die ganz, ganz große Liebe kommen. Deinen Weg kreuzen. Aber ich bin nicht sicher, ob du empfangen kannst. Es scheint so, als könnte jemand nicht empfangen. Falls das dein Thema ist, arbeite wirklich am Thema Herz öffnen und Vertrauen, dass du Liebe empfangen kannst und gleichzeitig dir aber treu bleibst. Dass du auch Grenzen setzen kannst, aber dass du auch eben Liebe empfangen kannst. Weil hier sehe ich, dass was Großes kommen möchte und das hilft dir auch dabei, eine Stagnation in deinem Leben aufzulösen, ins Herz öffnen zu kommen. Aber weil es eben als Hindernis angezeigt wird, scheint es so, als würdest du das nicht so wahrnehmen. Es scheint eher so, als wärst du ein bisschen misstrauisch, vielleicht auch voreingenommen. Nicht voreingenommen sein. Mal offen sein. Einfach mal reinfühlen. Auch beruflich gesehen könnte hier, ich weiß nicht, ob das eine Idee ist oder eine Chance, aber es ist vielleicht ein bisschen anders und vielleicht sträubst du dich etwas dagegen, weil du wie einen Glaubenssatz hast. Ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, das hängt mit einem Glaubenssatz zusammen. Und darum kann es sein, dass du das nicht als Chance wahrnimmst, obwohl es eine ganz dicke Chance ist. Was dir also bringt dich zum Erfolg, wenn du diese Chance annimmst. Ganz, ganz klar. Sehr, sehr großer Erfolg. Aber es ist, als würdest du das nicht sehen. Ich glaube, es ist eine Art Glaubenssatz, was dich daran hindert oder wie voreingenommen sein. Du hast wie eine Meinung schon dazu gebildet, obwohl du es gar nicht kennst oder gesehen hast. Da ein bisschen aufpassen. Sei wirklich offen. Vielleicht ist nämlich genau das, was dich triggert, vielleicht sogar deine Bestimmung. Schauen wir mal, was ist denn dein Rat der Karten? Was ist der Rat fürs neue Jahr? Ja, werde dir bewusst, was willst du wirklich? Und frag dich das immer wieder.
frag dich das regelmäßig, will ich das wirklich? Erlaube dir auch, dass du auch so ein bisschen deine einzigartige Denkweise auch leben darfst. Werde dir bewusst, was will ich? Je klarer du dir dessen bewusst wirst, desto stärker kannst du dich auch von Verstrickungen lösen. Was möchte sich dir 2025 zeigen, was du gar nicht kommen siehst? Dein Schatten. Was verbirgt sich im Schatten, lieber Steinbock? Wow. Ja, ich habe das Gefühl, diese Chance kann auch ein Gespräch sein, eine Begegnung, die etwas auslöst und die dich auf etwas hinweist. 3 der Münzen und 6 der Stäbe. Also es kann eine Begegnung sein, die du gar nicht erwartest. Das können Gespräche sein, auch beruflich oder in der Liebe, die du nicht erwartest. Und ich sehe hier auch Erfolg. Ich habe auch das Gefühl, wenn du dich so ein bisschen darauf einlässt, könnte auch Erfolg kommen. Aber es ist wie etwas ein bisschen vielleicht anders, als du im Kopf hast. Ich habe das Gefühl, es ist einfach ein bisschen anders. Also darum löse dich vom Tunnel, weil hier möchte was kommen, was dir dabei hilft, irgendein Hindernis endlich zu lösen, um das Gefühl von ich kann atmen zu haben. Ja, mein lieber Steinbock, das waren die Karten. Lass gerne ein Like da, ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!